Bye bye Lofoten. Knapp 2 Wochen und 3500 Kilometer später waren wir also wieder auf dem Festland und somit auch wieder auf dem Weg nach Süden. Von Bodø aus ging es zu unserem ersten Halt am norwegischen Polarkreis, dem Arctic Circle Center in Nordnorwegen oder auch Nordland genannt. Schnee lag zwar keiner, aber dafür gab es Softeis, jede Menge Oldtimer und Wohnmobile. Nach Überquerung dieser magischen Linie machten wir uns dann auch weiter auf den Weg Richtung Trondheim. Allerdings noch mit ein paar Zwischenstopps. Meine bessere Hälfte wollte unbedingt noch ein typisches Insta-Camper-Foto. Was macht man nicht alles? Vorbei an den Nordlandpforten ging es also weiter Richtung Trondheim, wo uns dann auch wieder das schlechte Wetter einholte und wenn es in Norwegen regnet, dann richtig. Was uns aber natürlich in keinster Weise davon abhielt, in Trondheim durch die Stadt zu bummeln. Trondheim ist mit über 200.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt Norwegens und somit auch Hauptstadt der Region. Und was die Trondheimer mit ihren Regenschirmen können, können wir schon lange, auch wenn meiner bunte Punkte hat. Trondheim ist bekannt als Fahrradstadt Norwegens und verzaubert mit einer malerischen Altstadt, bunten Holzhäusern und der nördlichsten Kathedrale der Welt. Nach dem verregneten Tag in Trondheim ging es für uns mit noch einem weiteren Zwischenstopp weiter nach Kristiansund. Und wie so oft geht das in Norwegen nicht ohne Fähre. Zumindest nicht, wenn man nicht alle Fjorde ausfahren möchte. Kristiansund, nicht zu verwechseln mit Kristiansand, liegt am offenen Meer im Nordwesten Norwegens und ist die Hauptstadt des Klippfisches. Und mit knapp 25.000 Einwohnern gar nicht so klein für diese Inselkommune. Die zahlreichen Farben der Gebäude in Kristiansund haben der Stadt den Namen die polychrome Stadt eingebracht, was nichts anderes als vielfarbig bedeutet. In der Hoffnung auf besseres Wetter machten wir nochmals Station auf einem Campingplatz direkt vor der Atlantikstraße. James Bond hatte zwar in Keine Zeit zu sterben auch kein besseres Wetter, aber wir hatten die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Dieser Campingplatz wird seit über 20 Jahren von einem Deutschen betrieben, was super interessant war und ist vor allem bei Anglern sehr beliebt. Und abends hatten wir noch richtig Glück, denn wir wurden mit einem gigantischen Sonnenuntergang mit Regenbogen belohnt. Am nächsten Tag ging es dann endlich auf die 8 Kilometer lange Atlantikstraße zwischen Kristiansund und Molde.
Besseres Wetter hat es sich zwar nicht eingestellt, aber zumindest gab es keinen Regen. Die Atlantikstraße schlängelt sich über insgesamt 8 Brücken und wird unter anderem als schönste Straße der Welt bezeichnet und macht mit einem Aston Martin sicherlich noch mehr Spaß. Nächstes Ziel auf der Liste war Alesund, aber vorher gab es noch eine kleine Wanderung zur wenig bekannten Trollkirche. Die Trollkirche ist aber eigentlich keine Kirche, sondern eine Höhle, die aus 3 Marmor- und Kalksteinhöhlen besteht, gekrönt von einem 14 Meter hohen Wasserfall in der Mitte. Für den Aufstieg und die 40 Meter lange Höhle benötigt man unbedingt gutes Schuhwerk und eine Stirnlampe ist auch von Vorteil. Am nächsten Tag war mal wieder Fährefahren angesagt, denn ansonsten wären wir nicht nach Ålesund gekommen. Ålesund ist eine Hafenstadt an der Westküste von Norwegen und liegt am Eingang zum Geirangerfjord. Ålesund ist wunderschön auf mehreren Inseln gelegen, die sich weit in den Atlantik erstrecken und für viele auch der Ausgangspunkt sind, um das berühmte UNESCO-Weltkulturerbe Geirangerfjord zu besuchen. Als 9. größte Stadt Norwegens mit ca. 45.000 Einwohnern ist Ålesund vor allem für seine Jugendstilarchitektur bekannt. Nach unserer Sightseeing-Tour in Ålesund ging es für uns dann weiter Richtung Hellesylt, was wie immer natürlich nicht ohne Fähre ging. Außer in den Großstädten findet man abends immer problemlos einen Platz zum Übernachten. Und wenn man Glück hat, steht man direkt am Wasser und bekommt vom Nachbarn auch noch frischen Seelachs geschenkt. Am nächsten Tag machten wir uns dann auf den Weg nach Hellesylt, wo wir uns abends dann noch mit unserer Tochter samt Freundin trafen. Hellesylt war für uns dieses Mal der Ausgangspunkt, um den Geirangerfjord zu besuchen. Mehr dazu aber im nächsten Video. Every occasion I whisper your name. I'm happy to hear that you'll still be around. I thought you were leaving without a sound. In my little world you are both pros and cons. It's hard to admit when you feel you don't belong. So